Meine allererste Kreuzfahrt sollte etwas ganz Besonderes werden. An Bord von Hurtigruten, einst norwegischen Postschiffen, geht es durch eines der beeindruckendsten Länder der Welt, Norwegen. Vorbei an spektakulären Landschaften, kleinen Hafenstädten, riesigen Meeresbewohnern und den Polarlichtern. Ein riesiges Dankeschön an Google Pixel für die Einladung und die Möglichkeit. Oh mein Gott! Und damit, Leute, einen wunderschönen guten Tag aus dem Norden von Norwegen. Ich bin ziemlich weit oben, genauer gesagt in Tromsø. Ich war vor ungefähr 2 Jahren schon mal hier in Tromsø. Da haben sich viele von euch darüber aufgeregt, dass ich das falsch ausspreche. Aber ich habe jetzt gelernt, ich habe es eigentlich schon richtig ausgesprochen. Also das heißt Tromsø, eine sehr schöne Stadt. Im Sommer geht hier die Sonne nicht unter. Ist aber eigentlich völlig egal jetzt gerade, darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich jetzt einfach gleich auf dieses Kreuzfahrtschiff hier hinter mir gehe. Es ist ein kleineres Kreuzfahrtschiff, aber es ist, ich würde sagen, man kann es schon als Cruise-Ship bezeichnen. Die MS Trollfjord. Und damit schipper ich die nächsten 4 Tage hier durch Norwegen an der Küste lang. Ich glaube, das wird verdammt geil. Hurtigruten haben vielleicht viele von euch schon mal gehört. So nennen sich diese Schiffe. Waren früher mal Post- und einfach Beförderungsschiffe für die norwegische Bevölkerung, um halt einfach das ganz langgezogene Land, 2.500 Kilometer Küste haben wir hier, glaube ich, halt entlang zu fahren, und hat sich dann in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten immer mehr zum Tourismus-Hotspot entwickelt. Und viele von euch schreiben immer, Alex, mach doch bitte auch mal so Schiffstests oder fahr mal mit Schiffen um die Welt. Und ich denke mal, das hier ist ein guter Anfang. Ich freue mich sehr. Ich glaube, die nächsten Tage werden sehr, sehr spannend. Hier sind auch einige andere Leute dabei aus anderen europäischen Ländern, mit denen ich mich ein bisschen austauschen kann, die ähnliche Sachen machen wie ich. Was genau die nächsten Tage passiert, das weiß ich jetzt gerade auch noch gar nicht. Es wird auf jeden Fall noch nördlicher und wir werden bestimmt richtig spektakuläre Orte sehen. Wir haben eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, auch schon heute Nacht die Polarlichter zu sehen. Das versuche ich ja schon seit 2,5 Jahren. Habe es 3-mal schon versucht und 3-mal hat es nicht geklappt. Deswegen hoffe ich jetzt mal auf dieses Schiff, weil die werden da nachts das ganze Licht ausmachen. Werdet ihr alles später sehen. Und auch möglich, hier in der Region gibt es ja Orcas und Wale, und ich habe noch nie in meinem Leben einen Wal oder einen Orca in der freien Wildbahn gesehen. Leute, ich glaube, die nächsten Tage werden ein Traum. Wir gehen da jetzt drauf, ich zeige euch meine Kabine und so weiter und so fort. Das wird ganz cool. Das Ding ist auch ziemlich luxuriös, muss man ganz ehrlich sagen. Also die haben da, glaube ich, in den letzten Jahren schon noch mal einiges improved. Da werden längst nicht mehr nur Briefe transportiert. Naja, ob ich euch das am Ende empfehlen kann, werden wir sehen, aber ich denke mal ja. Also Leute, let's go. And this is, by the way, Johan. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm from Norway. I can't wait to travel with this guy. Okay. He's a legend. Thank you. Okay, Leute, let's go. Dann gehen wir mal los. Thank you. Thank you. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. So Leute, hier gibt es einfach einen Aufzug, Reception, da habe ich eben schon eingecheckt, und hier geht es, glaube ich, zu meinem Zimmer, wenn ich mich richtig erinnere. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz in meine Kabine, ich muss mich einmal kurz frisch machen. Das ist hier die 446, keine Ahnung, warum da noch ein Koffer steht, ist nicht meiner. Dranhalten. Und jetzt passt mal auf, ich habe das eben schon einmal kurz gesehen, weil wir hier so eine kleine Einführung bekommen haben. Ich habe eben meine Sachen hier schon hingeschmissen, schaut euch das Zimmer mal an. Wobei ich rede die ganze Zeit von Zimmer, eigentlich ist es ja eher eine Kajüte. Ja Leute, wir schlafen heute zum ersten Mal in einer Kajüte, machen mal eine schnelle Roomtour. Ich habe jetzt hier nur 10 Quadratmeter, also geht schnell. Das ist das Bett. Mehr als genug. Man darf nicht vergessen, ich bin einfach auch im Schiff, ne? Und dann kann man hier schön rausgucken. Ich bin hier im 4. Stock. Wow. Also ich glaube, das wird verdammt geil. Fernseher habe ich auch. Und hier unten dann noch eine Minibar. Heartland Pale Ale Bier. Coke Zero. Stratos. Keine Ahnung, was das ist. Kaffee. Eine Weinflasche. Und das habe ich sogar hier geschenkt bekommen. So ein paar Süßigkeiten. Und Hurtigrutenwasser. Ah, warte mal, hier ist ja noch eine Karte. Oh, geil, AV Motel. Welcome on board. We wish you a wonderful journey. Best regards, the crew of Miss Trollfjord. Ich freue mich echt sehr, sowas erleben zu dürfen. Und das hier habe ich euch noch nicht gezeigt. Das Badezimmer. Einmal eine Dusche. Hier einen Spiegel. Waschbecken. Toilette. Alles, was man braucht, ne? Sowas auf dem Schiff zu haben, ist doch echt Luxus. Hier haben wir noch ein paar Schränke. Kann man seine Sachen reinschmeißen. Also ihr habt euch ja schon sehr, sehr oft gewünscht, dass ich doch mal Kreuzfahrten teste oder halt diese großen Cruise-Ships. Das werden wir in Zukunft auch hin und wieder mal machen. Ich glaube aber gerade jetzt, also zur jetzigen Jahreszeit hier in Norwegen, ist es schon verdammt schön. Klar, es liegt noch kein Schnee, aber gerade so diese Herbstlandschaft dann hier zu sehen, das ist schon sehr spektakulär und wird sicherlich cool. Wir legen offiziell in 10 Minuten schon ab. Ich muss jetzt nach oben, da gibt es so ein Security-Meeting. Wir sehen uns dann später wieder. Ich zeige euch noch das ganze Schiff. Wenn ich jetzt hier irgendwas vergessen habe in der Kabine, liefere ich das noch nach. Bis gleich. Leute, ich muss schon hier zum Essen, aber ich wollte es kurz festhalten, wir legen jetzt ab. Es kommt jetzt wahrscheinlich auf der Kamera gerade noch nicht so geil rüber, aber das ist doch echt einfach spektakulär. Tschüss Tromsø, bis irgendwann mal. So sieht das einfach hier aus. Auch sehr, sehr, ja, also vom Feinsten. Und ich bin hier gerade im, ich sag mal, schlechtesten Restaurant vom Schiff. Wahnsinn. So, und hier sitzen die anderen alle und ich sitze jetzt hier.
So, was gibt's denn hier zu essen im schlechtesten Restaurant an Bord? Ach so, das sind sogar mehrere Gänge, ja Wahnsinn. Ach, schaut mal, das gibt's ja sogar auf Deutsch. Rinderbraten und als Nachtisch norwegischer Prinzenkuchen. Kann man ja mal probieren. So, hier die Vorspeise. Ach, ich filme euch das mal kurz noch mit, aber dann reicht es mit Essen. Darum geht's ja nicht. So Leute, einen wunderschönen guten Abend. Ich bin hier gerade auf dem höchsten Deck, auf Deck 9. Das war jetzt wahrscheinlich für euch ein recht großer Sprung. Wir waren ja essen, wobei so groß war der Sprung jetzt auch nicht. Und wir haben uns jetzt eigentlich für 21 Uhr hier verabredet, um Polarlichter zu suchen. Die werden so wahrscheinlich heute zu 30% kommen, also dass man die richtig wahrnimmt. Ihr seht die auf der Kamera jetzt, glaube ich, schon so ein bisschen. Nur ich sehe das mit meinem bloßen Auge ganz leicht. Also es ist auf jeden Fall das Bestmögliche, was ich hier in meinem Leben gesehen habe. Aber ich hoffe mal, es wird noch besser. Das versuche ich euch heute Abend schon einzufangen. Wenn es heute Abend nichts wird, morgen oder übermorgen. Und keine Sorge, ab morgen werde ich euch noch ganz viel weiteres vom Schiff zeigen und so. Aber jetzt muss ich natürlich einmal hier Ausschau halten nach den Polarlichtern. Wow, Alter, ich sehe das halt in echt gar nicht. Mann, ey. Ich warte leider immer noch auf das richtige Polarlicht, das ist immer noch nicht da. Wir haben uns jetzt hier erstmal in die Bar verzogen. Johann ist auch wieder da. Now I will grab my first Norwegian beer on this trip. Prost. What kind of beer is it? It's an Arctic Mack. It's like this is made up here in Norway, so this is probably the most Arctic drink you can drink here. Is it your favorite Norwegian beer? No. No. Okay, No, so it's cheers. good. Cheers. What you think? Refreshing. It's That's okay. good. It's good. It's good. Also Leute, bis It's okay. I was später. about to say it's okay. Was geht? Wow. Das ist ja wirklich die erste Schiffstour, die ich so mitmache. Ich genieße das so und das macht so Spaß. Es ist halt auch einfach ein bisschen aufregend. Schaut mal, wo wir gerade sind. Wirklich, wir fahren gerade quasi Richtung offenes Meer. Also wir werden nicht aufs offene Meer fahren, aber es geht halt schon so halt in die Richtung gerade. Und das Schiff ist auch ziemlich am Schaukeln. Ich glaube, ich kann hier gut einschlafen. Also wenn ich mit irgendwas keine Probleme habe, dann ist es so mit seekrank werden. Schaut mal hier. Ich schlafe jetzt einfach. Und draußen geht's so ab. Morgen wird ein sehr, sehr aufregender Tag. Ich zeige euch das Schiff. Wir haben eine richtig geile Exkursion vor uns. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ey, ich bin aufgewacht, habe rausgeguckt, das Fenster ist ja direkt über meinem Kopf und man sieht einfach so eine tolle Landschaft. Ist leider gerade ein bisschen nebelig geworden. Ich wollte euch jetzt noch mal kurz mitnehmen. Wir gehen zum Frühstück, ich zeige euch ein bisschen was vom Schiff und dann haben wir ab 10 Uhr eine Exkursion geplant zum Nordkap. So wie ich das verstanden habe, bekomme ich dann einen Quad hingestellt und dann kann ich damit zum Nordkap fahren. Gucken wir mal. Das ist ja der nördlichste Punkt vom norwegischen Festland. Ich habe Bock aufs Frühstück, schauen wir mal, was das kann. Let's go. Das hier ist meine Karte, damit ich die auch nicht verliere mit so einem Band. So. Wir sind hier gerade auf Deck 4. Es geht hoch bis Deck 9. Auf Deck 4 bis Deck 7, meine ich, sind Zimmer. Oder nicht Zimmer, ich sage immer Zimmer. Kabinen, Kajüten. Gehen wir mal los. Hier ist die Rezeption. Hello, morning. Hier kann man dann einmal Aufzug fahren, wenn man keine Lust hat, die Treppen zu nehmen, aber das machen wir jetzt mal. Jetzt kommt man logischerweise schon mal auf Deck 5. Und hier hat man sogar jetzt, glaube ich, auch das Restaurant, wo wir gestern Abend zu Abend gegessen haben. Auf der anderen Seite hat man hier aber auch so einen kleinen Konferenzraum, wo dann auch zum Beispiel dieses Safety Briefing war. Oder man kann sich einfach hier in Ruhe hinsetzen und einfach ein bisschen rausgucken. Hier sind die Fenster auch sauberer als bei mir in der Kajüte. Mann, gestern Abend mit den Polarlichtern hat war nix. Es sieht auch wieder ziemlich diesig aus. Wenn ich die dieses Mal nicht sehe, dann bin ich so sauer. Das ist Versuch Nummer 4. Für die es interessiert, einmal im Schnelldurchlauf. Hier kann man die Geschichte von Hurtigruten sehen, wie es halt damals begann. Und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt, habe ich ja gestern schon schnell erklärt, bis es dann irgendwann auch im Tourismus angekommen ist und Leute aus aller Welt hier hingefahren sind, um mit Hurtigruten die Küste entlang zu fahren, um einfach diese Experience mal selber zu erleben. Ich hätte mich auch so gefreut, wenn wir halt richtig Schnee und Eis gesehen hätten natürlich. Ich werde das nochmal machen, das habe ich mir schon fest vorgenommen. Man kann ja hochfahren bis Spitzbergen und das muss ich bald machen.
Das wird der Wahnsinn, glaube ich. Das hier ist natürlich schon echt extrem geil, aber das ist, glaube ich, nochmal die Endstufe davon. Ich glaube, so in 1,5 Stunden kommen wir im nächsten Hafen an. Also hier Kaffee-Ecke, da kann man sich Kaffee machen. Muss hier leider gerade einmal Service gemacht werden. Ah genau, hier steht es ja. Hier ist einmal das Aran-Restaurant, da essen wir morgen Abend. Und das Flora-Restaurant, da ist jetzt das Frühstück. Und es gibt noch ein weiteres Restaurant, aber das zeige ich euch dann später. Und ich schaue jetzt mal, was es da beim Frühstück gibt. Was wirklich super ist, es ist total entspannt. Es ist nicht überlaufen, es sind nicht zu viele Leute an Bord. Das ist schon eine sehr, sehr geile Kreuzfahrt. Hier ist dann noch so ein kleiner Aufenthaltsraum. Hier kann man einmal das Schiff in Miniaturansicht sehen. Also so riesig ist es auf jeden Fall nicht. Klein aber auch nicht, würde ich sagen. Ne? So Leute, Frühstück einmal im Schnelldurchlauf. Hier haben wir ein bisschen Gebäck. Ich senke hier auf jeden Fall den Altersdurchschnitt, aber das ist nicht nur heute Morgen so. Auf jeden Fall super. Wir sind auf dem Schiff. Da vorne gibt es richtig leckeren Lachs. Hier kannst du dir ein bisschen Getränke machen, Kaffee. Das ist, glaube ich, mein Highlight hier, die Lachsstation. Das ist alles vom Feinsten. Hier noch ein paar Vitaminshots. Ich bastel mir da jetzt mal was zusammen. Ich habe jetzt Platz genommen. Hatte gerade auch noch ein paar Freunde hier am Tisch von National Geographic aus Holland oder aus den Niederlanden. Die drehen ja auch was. Sehr coole Leute, auch immer cool sich auszutauschen. Die sind heute auch bei der Quad Tour dabei. Das habe ich mir jetzt ausgesucht hier vom Buffet. Bisschen was Süßes. Traumhaften Lachs. Das ist wirklich der beste Lachs, den ich je gegessen habe. Hier haben wir dann noch Joghurt. Und das Beste ist aber eigentlich, sitzt ganz hinten im Schiff. Schaut euch mal die Aussicht an. Wow. Super. Das ist besser als in jedem Hotel der Welt, oder? Ich musste jetzt doch noch einmal ganz kurz hier hin. Wir sind auf dem 6. Stock. Hier war ich noch gar nicht. Wow. Man kann hier einfach komplett ums ganze Schiff rumlaufen. Das sind 250 Meter. Und manchmal machen Leute hier Workouts und laufen dann halt 10 Kilometer. Boah. Ich habe jetzt gerade leider nicht die passenden Sachen an, weil ich saß beim Frühstück und dann dachte ich, komm, ich muss einmal kurz raus. So, hier nochmal die andere Seite. Ganz nett hier. Jetzt schnell wieder rein. Ist doch arschkalt. Okay, ich verlasse das Schiff. Wir haben jetzt hier angelegt am Hafen von Honningsvåg. Ich habe gerade keine Jacke an. So kalt wie heute Morgen oben auf Deck ist es gar nicht. Ich kriege jetzt hier so einen Ganzkörperanzug hoffentlich. Sonst muss ich nämlich nochmal zurück. Und ja, jetzt machen wir eine Quad-Tour. Also wir sind hier wirklich schon verdammt im Norden. Kurz vorm Nordkap. So weit nördlich war ich auf jeden Fall noch nie in meinem Leben. Wäre natürlich noch geiler, wenn hier jetzt Schnee liegen würde. Aber man kann ja nicht alles haben. Das ist hier meine Gruppe. So Leute, ich bin schon hier in meiner Racing-Uniform. Alter, der Helm ist ja riesig. Hier vor mir stehen die Quads. Eins davon gehört mir. Damit geht's gleich los. Und dann hier einfach mal 30 Kilometer die Straße runter. So Leute, ich muss mich leider aufs Fahren konzentrieren, deswegen kann ich euch nicht so viel zeigen. Wir sind hier zu zweit drauf. He's from France, from Paris. Yeah. Wir hatten gerade schon einen leichten Unfall, aber es ist zum Glück nichts passiert. Jemand ist hier in den Zaun gefahren. Sieht wirklich alles aus, als wäre es irgendwie eine andere Welt. So Leute, kurzer Zwischenstopp. Wir sind noch nicht ganz am Nordkap. Ich hoffe, ich kann ein paar Aufnahmen von Irwin verwenden, der hinter mir sitzt. Aber das ist echt der Wahnsinn hier. Also schaut euch das mal an. So cool. Die Sonne steht die ganze Zeit so, als würde sie gleich untergehen. Also als wäre jetzt in Deutschland schon 17 Uhr. Wir haben 11 Uhr morgens. Weiter geht's. So Leute, und da bin ich auch schon am Nordkap. Machen wir das mal ganz schnell. Ist auch, wobei so voll ist es hier auch nicht. Nö, auch alles gut. Ich rede hier nur mit dem Ding. So, The Germans are everywhere, ne? Kennen wir ja schon. Einmal hier den Ausblick. Wow, und mein Ziel ist es jetzt einmal ganz kurz, die nördlichste Person auf dem europäischen Kontinent zu sein. Da muss ich jetzt einfach nur hier in die Ecke. Ja, jetzt habe ich es eigentlich schon geschafft. Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend. Ich würde sagen, mir hat die Fahrt hierhin aber noch besser gefallen, weil das war echt einfach so ein Freiheitsgefühl irgendwo. Klar, wir waren in so einer 20-Mann-Reihe, das war ein bisschen nervig. Aber wenn man da so alleine mit dem
Motorrad runterfährt, das ist schon richtig geil. Wir sehen uns dann, denke ich, gleich auf dem Schiff wieder. Und ich suche immer noch Orcas. Ich hoffe, ich sehe welche. Oder Wale, bitte. Gleiches gilt für Polarlichter und auch ein Rentier. Die Saison für Rentiere ist wohl seit 2 Wochen oder so vorbei. Aber wenn wir Glück haben, sehen wir noch eins. Also wenn ich noch ein Rentier finde, zeige ich euch das noch. Ansonsten sehen wir uns auf dem Boot wieder. So Leute, wie ich euch wahrscheinlich schon erzählt habe, das Essen hier an Bord ist wirklich super. Nur heute Abend sind wir im, ich sag mal, besten Restaurant. 5 Gänge gibt's da und da nehme ich euch jetzt im Schnelldurchlauf mit hin. Ich bin mal gespannt und komm, ich bin noch kein einziges Mal Aufzug gefahren. Irgendwann ist immer das erste Mal. Yo Bro, what's Yo, up? what's up? Which floor? I think it's fine, no? Okay, ich war jetzt kurz im Aufzug. Das erste Mal, dass ich auf einem Schiff einen Aufzug benutzt habe in meinem Leben. Der war allerdings voll mit Rentnern, deswegen wollte ich da jetzt auch nicht die Rentner filmen. So, wir müssen jetzt auf Deck 8 und dann gibt es ein leckeres Essen. Ich bin gespannt, schauen wir mal. Die MS Trollefort von Hurtigruten ist ein Schiff, auf dem komplett All-Inclusive herrscht. Das ist jetzt nicht immer so, aber alle Drinks, auch die verschiedenen Restaurants abends waren komplett mit drin. Ich musste also für nichts irgendwie extra zahlen. Und heute Abend ging es zum Fine Dining im Restaurant Rost. Uiuiui, I'm speechless, a little bit. 5-Gänge-Menü, los ging's mit einem frittierten Kabeljau. Dann gab's eine frittierte Fenchel, gefolgt von Heilbutt mit so ein bisschen Beilage. Und dann wurde süß, beziehungsweise hier noch Käse. Und als letzten Gang dann ein Eis. Hat gut geschmeckt und wir hatten auf jeden Fall auch jede Menge Spaß. And that's it. Danach ging's dann noch in die Bar auf Deck Nummer 8. Und hoffentlich Polarlichter sehen. Guten Appetit. Guten Appetit. It's hotter. I mean, Norway, it's almost too hot to be here. Ich würde einfach mal sagen, heute ist es auf jeden Fall noch stärker als gestern. Ich sehe die jetzt auch ein bisschen mit meinem echten Auge. Wäre geil, wenn die hier mal das rote Licht da ausmachen würden. How do you say Aurora Lights? Polarlichter. Polarlichter. Wow, yeah! Yeah! Yeah, wir haben's! Da ist es! Oh mein Gott! Alter! What the fuck? What the fuck? Oh my god! Wow! Oh my god, that's awesome! What the fuck? Oh my god! Hier vorne sind 100 km/h Windgeschwindigkeiten, aber schaut euch das an. Endlich habe ich es gesehen. So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ich mache gerade einen kleinen Spaziergang, einmal hier rund ums Deck. Habe sehr, sehr gut geschlafen. Hatten gestern einen tollen Abend, war super lustig und am Ende auch noch Polarlichter gesehen. Hier draußen, das war ungefähr genau hier. Wir sind jetzt in Alta angekommen. Da liegt ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Emerald Princess. Das ist vielleicht zu groß, um hier in den Hafen zu fahren. Und jetzt werden immer mit dem kleinen Boot da die Passagiere abgeholt. Sehr, sehr interessant. Und jetzt gucken wir uns mal Alta an. Ich glaube, das ist hier auf der anderen Seite. Naja, man sieht noch nicht so viel. Hier einen Körper rein. Oh, da ist eine Qualle. Ich gehe jetzt frühstücken und dann machen wir heute eine Husky-Tour. Das wird cool. So Leute, ich bin gerade von Bord gegangen und jetzt mal gucken, was heute so geht. Like everywhere you go, everyone's like, oh, great job, great job. It's, They're jumping like, whoa! Yeah. Whoa! Ich vergesse mal, dass ich ja hier im Video Englisch reden muss. Deutsch. So wie früher diese Leute, die nach dem Auslandsjahr wiederkamen und meinten, sie können jetzt nur noch, oder können jetzt voll gut Englisch. Weil ich rede hier den ganzen Tag nur Englisch. Aber hier kann ich ja Deutsch reden, das ist ja gut. You understand? Ein bisschen. Ein bisschen, okay. Da würde ich jetzt auch mal gern mitlaufen. So einfach mal 10 Kilometer hier mit den Huskies. Ein paar Runden drehen. Oh, moin. Weiter geht's, ey Kollege, da kommt was. Jetzt gleich kommt er wieder. Ich glaube, der mag mich. Hier. Wow. okay, so we're gonna start letting them go. Okay. Also Leute, los geht's. Ich bin mal gespannt. Leider liegt kein Schnee, aber wird bestimmt trotzdem gut. Er macht das nicht zum ersten Mal. Yeah, but this is my Dog-riding? first time with wheels, so I'm kind of excited. And these dogs look kind of Wow.
It is quite warm weather for them today. Okay. That's why they want to go through the puddles to cool Yeah. off a little bit. One over here, that's his name is Kronk. Okay. Robin is next to him. His name is Gronk? Kronk, yeah. Ah, it's like the most famous German YouTuber, Let's Player. He's also Gronk. Okay. Yeah. This one over here, his name is Hawk. And here we have Montana Black. So Leute, ich habe jetzt die Möglichkeit, einmal den Captain zu besuchen. Das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Wir gehen jetzt auf die Bridge. Das ist das erste Mal, dass ich sowas in echt sehe. Also sowas Großes. Also hier sind jetzt zwar gerade ein bisschen viele Leute, aber das ist glaube ich der Captain. Und das ist der Co-Pilot. Spaß. Co-Captain, Chief Officer. Da hat man natürlich schon eine schöne Sicht von hier, ne? Das Schiff habe ich euch ja schon heute Morgen gezeigt, die Emerald Princess. Eben kam noch die AIDA. Und das ist sehr besonders, dass hier zwei große, beziehungsweise gut, unser Schiff zählt jetzt nicht dazu, aber insgesamt sind gerade 8000 Menschen hier in Alta unterwegs, wegen diesen beiden Kloppern da. Und das sind natürlich immens viele Menschen für diese kleine Stadt. Es ist aber auch sehr besonders, dass hier 3 Kreuzfahrtschiffe gleichzeitig liegen. Und hier sitzt man dann, wenn man Kapitän ist. La la la. When was the last time you've seen orcas or whales? Last time I was on board, we saw it. So not like the last couple days? No, we haven't seen it now. I will have a extra look Yeah, today. Thank you. you never know if suddenly they are. Ja, okay, okay. Wie schätzt du meine Chance ein, Wale zu sehen? How many percent? Ich glaube, dass es ist 3%. 3%? 3%. Oh, okay. See you later. Nice German. So Leute, ich mache mich jetzt auf den Weg. Wale spotten. Ich habe extra hier mein Zoom-Objektiv dabei. Und mal gucken, ob das was wird. 1 Stunde Zeit nehme ich mir dafür jetzt. Wir gehen nach ganz vorne. Die Sonne geht nämlich auch gleich unter. Hello. I want to find some whales now. If we wait a while. So when did you see the last whale? 3 months ago? Oh mein Gott. I thought about you will see them like every day. Also Leute, das ist jetzt wirklich kein Spaß oder so. Ihr habt es ja auch vom Kapitän gehört, der hat ewig keine Orcas oder Wale mehr gesehen. Und ich stand da mit meiner Kamera auf Deck 6 und auf einmal kamen einfach Orcas. Was ein Glück. Ja, ich glaub's nicht. Meine Chance lag ja bei 3%. Oder nicht mal. Hat geklappt. Heute Nacht wird es soweit sein. Ich bin mir ziemlich sicher, die Polarlichter werden crazy. Schaut euch jetzt schon mal den Himmel an, wie klar das ist. Keine Wolke. Allein schon dieses Bild sieht wieder wild aus. So Leute, wir haben jetzt gerade mal 7:45 und es kann gut sein, dass es noch viel stärker wird heute Nacht. Aber man weiß ja nie, deswegen zeige ich euch das jetzt schon mal. Hier kann man es ja schon sehen. Wow, oder? Und schaut mal hier rüber. Wow. Wow, now it's amazing. Holy shit. Look at this. Oh my god. Alter, wow. Wow. Alter Leute, es wird immer besser, ey. Sogar hier oben am Himmel. Even there in the sky. So what you think? Never seen Northern Lights for the first time. I think, yeah, it's beautiful. That sounds like a great Okay, idea. let's have some beers now. Let's do it. Ein anderes Schiff. The Sister. Yeah, it's Oh, I'm sorry. midnight time. No, it's fine, I don't care. The mechanics to Yeah. refurnish like we did like over 2 years ago. Ah, okay. And start going the same concept as us. Ich wollte mich noch mal kurz melden, bevor ich jetzt schlafen gehe. Das ist die letzte Nacht hier in meiner Kajüte. Der Tag heute war auch wieder verdammt cool. Auf jeden Fall auch der beste Tag für Polarlichter. Mir ist aufgefallen, ich habe euch noch gar nicht Deck Nummer 7, 8 und 9 gezeigt. Das mache ich morgen früh noch. Und den Saunabereich wollte ich mir eigentlich auch noch anschauen. Gegen Nachmittag werde ich das Schiff dann verlassen. Und ich wollte euch auch noch erzählen, was so eine Reise hier kostet, weil das hier auch ganz wichtig. Machen wir morgen in Ruhe. Ich kann hier wirklich super schlafen. Man wird hier einfach so in den Schlaf geschaukelt. Richtig geil. Ist zwar nicht mehr so stark, aber auch hier sieht man immer noch die Polarlichter. Ich kann jetzt schön beim Einschlafen ein bisschen Polarlichter gucken. Gute Nacht.
So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin heute ein bisschen eher aufgestanden, aber es hat sich gelohnt. Ey, da ist einfach ein U-Boot. Ich muss noch die Schiffstour weitermachen und das mache ich jetzt mal eben. Wir sind jetzt gerade auf Deck Nummer 6. Ich glaube, das habe ich eigentlich schon drauf. Hier kann man halt rausgehen und dann kannst du einmal komplett ums Schiff drumherum latschen. Das war es dann eigentlich auch. Also hier sind dann nur weitere Kabinen und Zimmer beziehungsweise auch Kabinen. Hier sind wir dann auf der 7. Etage und hier waren wir gestern auch schon kurz, weil hier geht es lang zur Bridge. Da ist der Captain drin und da, wo die Dame jetzt reinläuft, sind weitere Kabinen und hier sind wir dann auf Level 8. Hier haben wir dann wieder ein bisschen mehr zu sehen, aber ich glaube, das meiste davon ist eigentlich auch schon im Video. Einmal hier zur Rechten die Bar, die wirklich klasse ist, auch mit super nettem Personal. Hier kann man sehr tolle Abende verbringen. Leider ein bisschen voll gerade. Lalala, und hat dann natürlich auch die Aussicht nach vorne. Hier hast du abends dann immer so einen Pianospieler. Und hier geht es dann auch nach oben. Hier geht die Bar dann noch weiter. Wenn dann abends die Verhältnisse gut sind, kann man hier an Deck gehen und Polarlichter suchen. Leider ist es heute sehr bedeckt. Aber wir hatten schon viel, viel bessere Tage. Das habt ihr ja schon gesehen. Und wenn man hier dann nochmal wieder runterläuft, kommt man wieder auf Deck Nummer 8. Und hier ist das, ich sag mal, luxuriöseste Restaurant. Hier waren wir auch schon an einem Abend. Und ich glaube, das war's eigentlich schon. Hier war ich selber noch nicht. Was kommt denn hier noch? Achso, irgendeine Bibliothek. Ja, das interessiert mich nicht. Also es ist natürlich nicht riesig, aber ich finde, die Größe ist richtig gut. Es ist auch nicht zu voll, also maximal passen hier 500 Passagiere drauf. Ich würde mal sagen, sind wahrscheinlich so 300 bis 400, die hier gerade drauf sind. Aber das verläuft sich super gut und viele sind auch die ganze Zeit in den Kabinen, gerade die älteren Herrschaften. Achso, und das habe ich vergessen. Auf Deck 9 ist die Sauna, da wollte ich jetzt noch eben rein. Und auch der Fitnessbereich. Da haben wir aber Glück, gerade keiner da. Ja, ich war hier einmal, ist jetzt nichts Besonderes, reicht aber irgendwo aus. Wir sind auf dem Schiff, es ist kein großes Schiff und ich glaube, der Andrang von Leuten, die hier rein wollen, ist jetzt auch nicht immer so hoch. Von daher ist dort ein Gym, wo man auch mit geiler Aussicht joggen kann. Ich hoffe mal, die Sauna ist jetzt auch nicht belegt, weil dann kann ich da filmen, sonst halt nicht. Das wäre geil. So Leute, Glück muss man haben. Joan is also right over there. Ja, wir haben jetzt hier kurz noch ein bisschen Saunagang. This is my first time ever in a sauna on a ship. So Leute, ich muss jetzt leider das Schiff verlassen. Gehen auch ganz schön viele Touristen jetzt runter in Narvik. Es war echt sehr, sehr schön. Ja, da war ich jetzt 4 Tage drauf. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich bin jetzt hier in Narvik. Das ist die Endstation von dem schwedischen Polarexpress, mit dem ich letztes Jahr gefahren bin. Der ist ja kaputt gegangen unterwegs. Aber sonst wäre das hier halt die Endstation gewesen. Sieht auch echt sehr cool aus. Es war eine wahnsinnig schöne Erfahrung an Bord. Kann ich jedem von euch empfehlen. Viele wird es sicherlich auch interessieren, was das Ganze kostet. Ich hatte ja das Glück, und das habe ich eigentlich selten oder mache ich selten, dass ich eingeladen wurde von Google Pixel. Wir haben hier so ein bisschen Workshops gemacht für das neue Google Pixel 10. Ich habe ja auch ein paar Aufnahmen damit gemacht, die habe ich euch ja eingeblendet. Ein sehr, sehr wildes neues Smartphone mit einer unfassbar guten Kamera und auch sehr vielem AI-Kram, der schon echt Wahnsinn ist. Also was die Technik kann, da ist man echt manchmal sprachlos. Vielen, vielen Dank an Google fürs Möglichmachen. Das war für mich einfach auch mal schön. Ich musste nicht selber planen, sondern konnte einfach hier hinfahren und habe halt diese geile Reise machen können. Also da kann man nicht dankbar für genug sein, würde ich mal sagen. Auch vielen Dank ans ganze Team von Hurtigruten. Achso, und ich würde mal sagen, so die Experience, die wir jetzt gemacht haben, wenn man die eine Woche macht, da muss man dann schon so mit mindestens 3.000 € pro Person rechnen. Man hat aber auch alles inklusive, also das Essen, die Getränke. Ja, da geht das so los, würde ich mal grob schätzen. Ansonsten müsst ihr euch da mal auf die Website reinklicken. Ich werde das sicherlich nochmal machen, wenn hier Schnee liegt irgendwann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Haut rein. Ciao.